Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal die Sonderedition von CMC an, die auf 500 Stück limitiert sind von dem Mercedes Uhlenhaut mit dem Herrn Uhlenhaut als Figur. So sieht übrigens die OVP aus. Ja, ganz klassisch, hier auch wieder mit der roten Box dabei. Das ist auf jeden Fall sehr stilecht und natürlich das entsprechende Zertifikat. Außerdem gibt es hier eine Acrylglasplatte, ja, mit dem entsprechenden Aufschrift hier. Wie ihr sehen könnt, steht auch nochmal limitiert auf 500 Stück. Die kann man als Unterbodenplatte hier wie gesagt benutzen. Ich lasse die eingepackt, denn so ist es einfach mal einfacher das Ganze vorzustellen. Ja Leute, ich habe ja schon die normale Version, sprich mit dem roten Interieur euch vorgestellt. Jetzt gibt es aber auch noch die blaue, inklusive der Figur. Und wir schauen uns mal den Herrn Uhlenhaut an hier, wie er sich da am Fahrzeug abstützt. Wer die Person nicht kennt, ja, das ist der Erfinder des Uhlenhauts. Ja, und auch mit der blauen Version ist er immer morgens zur Arbeit gefahren, die natürlich entsprechend hier ja, mit untergefilterten Auspuffendrohren sehr laut für die Nachbarschaft wahrscheinlich gewesen ist. Ja. Morgens um 6 oder so ist er losgefahren. Immer über die Autobahn mit wahrscheinlich mindestens 200 bis 300 km/h. Das ist die Figur. Die ist ja heiß diskutiert im Internet, ja, und auch sämtlichen Foren, dass sie ja extrem hässlich sei und extremst unpassend. Was ich dazu sage, erfahrt ihr natürlich jetzt. Und zwar schauen wir uns mal das Ganze näher an. Das Gesamtbild, ja, meiner Meinung nach, ist okay. Also von vorne sieht es wirklich in Ordnung aus, kann ich nichts sagen. Hier, der wackelt nicht, der steht so da, weil er sich hier anlehnt. Ja. Also da muss ich sagen, geht das in Ordnung eigentlich von vorne. Hier auch das Jackett und die Hose mit den Schuhen. Ne? Das Gesicht, ja, ich sag mal so, es hätte vielleicht etwas detaillierter sein können. Ne? Die Frisur, das geht in Ordnung, finde ich. Ja gut, ich meine, ihr könnt ja mal gucken, wie der Mann echt aussah. Ich denke, das ist in Ordnung. Was ich allerdings jetzt nicht so in Ordnung finde, ist hier hinten auf der Figur. Ja, könnt ihr das erkennen? So kleine Abdrücke, ja. Das ist schon sichtbar. Das stört schon hier über die ganze Figur verteilt. Ich weiß nicht, was da los war. Aber sonst kann man das eigentlich machen, sage ich mal. Ne? Wenn man den jetzt hier hinstellt. Ne? Oder hier hin. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Ja, so viel dazu. Also ich zeige euch jetzt mal ganz kurz noch den Wagen, aber nur von innen, weil wie gesagt, ich habe den roten mit dem roten Interieur schon ausführlich vorgestellt. Link dazu in der Beschreibung oder im ne? Guckt das auf jeden Fall im Anschluss mal an. Da stelle ich euch das ganze Auto noch mal detailliert vor. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie es von innen aussieht. Mit dem blauen Interieur. Natürlich, wie immer, sehr detailliert. Und ich finde ihn sogar in Blau auch echt schöner. Ja, gerade hier das Muster von den Sitzen kommt hier echt meiner Meinung nach nochmal richtig gut zur Geltung. Ne? Hier auch die filigrane Öffnung der Tür. Ja, die Scharnier, das sieht sehr gut aus. Ja, hier hinten haben wir noch einen Tankdeckel. Wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, der Wagen ist identisch wie mit dem roten Interieur des Uhlenhauts. Hier nochmal die Fahrerseite. Und das geht schon. Ja, das ist schon sehr detailliert. Also so wie mit dem anderen Modell. Das ist schon schön anzusehen, ja. Was soll's, ich zeige euch ganz kurz noch den Motor. Ganz kurz mal drauf gehalten hier. Ist auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Wie gesagt, etwas ausführlicher stelle ich es mit dem roten Interieur vor. So, hier nochmal mit Figur. Und wie gesagt, das ausführliche Review habe ich schon hochgeladen mit dem roten Interieur. Guckt euch das im Anschluss bitte an. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen sagt. Ja, wie gefällt euch die Figur? Würde mich interessieren. Gebt mir einen Daumen natürlich nach oben. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das endlich mal. Denn YouTube ist sehr, sehr streng, was das angeht. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt. Überall stagnieren die Kanäle. Auch bei mir könnte es doch mal ein bisschen schneller gehen mit den ganzen Aufrufen und den Abonnenten. Denn wenn ihr wollt, dass in Zukunft noch schöne weitere neue Modelle kommen und ich euch die zeige, dann sollte der Kanal natürlich wachsen. Also, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!